Die deutschen Fälle. Heute der Dativ. Keine Panik, die deutschen Fälle sind einfach. Und genau das möchte ich dir mit meiner Videoreihe beweisen. Im heutigen Video erkläre ich dir den Dativ. Also als erstes, wann benutzt du den Dativ? Wie musst du die Artikel im Dativ deklinieren? Und auch ganz wichtig, ist der Dativ wirklich immer das indirekte Objekt? Nein. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Heute geht es um den Dativ. Der Dativ wird häufig auch als indirektes Objekt bezeichnet. Das ist er, aber hauptsächlich nur bei Verben, die eine Akkusativ- und eine Dativergänzung haben. Und das sind wirklich nicht viele. Damit ich dir den Dativ aber noch besser erklären kann, wechseln wir jetzt in mein E-Book. Der Dativ. Der Dativ wird auch oft indirektes Objekt genannt. Und in Sätzen ist das indirekte Objekt normalerweise das, was etwas, nämlich den Akkusativ, bekommt. Und den Dativ verwenden wir aber auch nach bestimmten Verben und Präpositionen. Und die Kontrollfrage lautet wem? Als erstes ein paar Beispiele. Das Auto gehört dem Mann. Wem gehört das Auto? Dem Mann. Das Verb gehören hier nutzt immer den Dativ. Deswegen muss Mann hier Dativ sein. Der Junge schenkt einer Freundin die Blumen. Wem schenkt der Junge die Blumen? Einer Freundin. Hier ist Freundin das indirekte Objekt. Denn die Freundin bekommt die Blumen. Sie empfängt also etwas. Und das indirekte Objekt ist immer der Empfänger. Hier könntest du vielleicht verwirrt sein, denken, das ist doch das direkte Objekt. Ich habe das Subjekt und dann hier das erste Objekt. Ja, in der Theorie könnte man das hier direktes Objekt nennen, aber das Verb gehören zwingt dich dazu, den Dativ zu benutzen. Deswegen ist es wichtig hier, dass du weißt, es gibt Verben, die dich zum Dativ zwingen. Mehr dazu gleich nach der Deklination. Denn natürlich müssen alle Artikel immer dem Fall angepasst werden und im Dativ müssen alle Artikel angepasst werden und nicht nur die, die zum maskulinen Nomen gehören. Also der wird zu dem, die wird zu der, das wird zu dem und Plural, die wird zu den. Genauso bei den unbestimmten Artikeln und allen anderen Artikeln. Im Dativ gibt es noch eine kleine Besonderheit, nämlich wenn der Plural nicht schon auf S oder N endet, bekommt die Pluralform im Dativ ein extra N. Wie bei die Fahrräder, das wäre Nominativ, aber im Dativ ist es den Fahrrädern. Die Bilder, den Bildern. Die Tische, den Tischen. Aber die Autos, den Autos. Kein N, weil hier steht ein S. Und auch die Frauen, den Frauen, kein extra N, denn hier haben wir das N schon. Darauf im Dativ immer achten, dass im Plural da noch ein extra N hinten dran kommt. Als nächstes, wann verwenden wir den Dativ? Den Dativ verwenden wir als indirektes Objekt. Bei Sätzen mit mehr als einem Objekt steht das indirekte Objekt im Dativ, außer natürlich, es gibt eine Präposition, die dich da zwingt, etwas anderes zu benutzen. Er gibt dem Mann die Schlüssel. Hier die handelnde Person ist er, also das Subjekt und somit Nominativ. Und er gibt etwas, nämlich die Schlüssel, das ist das direkte Objekt, Akkusativ. Und er gibt die Schlüssel einem Empfänger. Der Mann bekommt etwas, ist dementsprechend der Empfänger und das indirekte Objekt und deswegen Dativ. In der Regel ist hier der Dativ immer der Empfänger vom Akkusativ. Und zusätzlich wird der Dativ auch als sogenanntes Dativobjekt verwendet. Das bedeutet, dass bestimmte Verben dich dazu zwingen, den Dativ zu benutzen. Ganz genau gehe ich dazu auch im Video zu Verben mit Dativergänzung
ein. Zu diesen Verben gehören, wie oben schon gesehen, gehören, aber auch helfen und zuhören. Ich helfe dem Mann, das Auto gehört einem Kollegen, ich höre meiner Freundin zu. Alle drei sind Dativ und es ist Dativ, weil die Verben helfen, gehören und zuhören dich zum Dativ zwingen. Mehr dazu in der Erklärung in der Lektion zu den Verben mit Dativergänzungen. Der Dativ wird genauso wie der Akkusativ aber auch nach bestimmten Präpositionen benutzt. Die Präpositionen, die immer den Dativ benutzen, sind unter anderem aus, bei, gegenüber, mit, nach, seit, von und zu. Wenn du diese Präposition siehst, weißt du schon, du musst den Dativ benutzen, völlig egal, ob das Verb dich zu etwas anderem zwingt, auch völlig egal, ob es direktes, indirektes Objekt ist. Es muss Dativ sein. Er kommt aus dem Haus, du bist bei einer Freundin, der Mann geht zu dem Bahnhof. Alles muss Dativ sein, weil diese drei Präpositionen es so möchten. So, jetzt weißt du, wie der Dativ funktioniert. Unter dem Video findest du auch die Links zu meiner Webseite mit Listen, zum Beispiel wie Verben mit Dativ. Diese Verben musst du einfach auswendig lernen, da führt kein Weg dran vorbei. Ansonsten schau auch mal in meinem E-Book nach. Es gibt ein E-Book von mir, das heißt Nominativ, Akkusativ, Dativ oder Genitiv, kein Problem. Das ist voll mit Übungen und natürlich auch den Erklärungen einfach als PDF-Download. Wenn du dieses E-Book durcharbeitest, danach bestehst du jeden Test zu den deutschen Fällen und kannst sie auch deinen Freunden erklären. Ich habe das hier im Video verlinkt und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei meinem nächsten Video wieder zum Genitiv.